Schaut einmal, ob eure die an sind. Ja, okay. Ui. So, wenn ich die Fotografen auch einmal bitten würde, Platz zu nehmen, damit wir mit der Pressekonferenz beginnen können. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem morgigen Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge. Ich begrüße Mario Götze und unseren Trainer Lucien Favre und bitte Sie um Ihre Fragen. Keine Fragen. Perfekt. Bitte schön. Sven Hausmann von Radio 91.2. Eine Frage an Sascha und an Mario. Jetzt aus aktuellem Anlass die Frage, Sergej W. wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Inwiefern, also was sagt ihr erstmal zu dem Urteil und inwiefern ist das jetzt auch der Abschluss einer schwierigen Zeit für den BVB? Ich spreche da gerne auch für Mario. Wir haben die Nachricht jetzt auch gerade erst bekommen, vor wenigen Sekunden, und ich bitte um Verständnis dafür, dass wir uns heute komplett dem Spiel widmen. Das Thema war intern ohnehin seit langer Zeit besprochen und aufgearbeitet. Wir beschäftigen uns wirklich nur noch mit dem Sport und schauen nach vorne und werden das an dieser Stelle auch nicht einordnen. Weitere Fragen? Sebastian. Eine Frage, die an beide geht. Brügge hat im Hinspiel mit so einer Dreier-Fünfer-Kette gespielt. Da haben sie sich lange schwer getan. Und was durchaus auffällig war in dieser Saison, dass es sehr, sehr oft gegen Mannschaften war, die so gespielt haben. Augsburg nicht, aber Berlin, doch, Augsburg auch, Berlin, jetzt zuletzt Mainz. Was macht es konkret so schwer, gegen so ein System zu spielen? Und gerade für eine Mannschaft wie den BVB, die ja sehr offensiv ausgerichtet ist, und wie muss man dagegen dann agieren? Wer will? Ich kann antworten. Einfach, es ist ein wenig schwieriger gegen eine Mannschaft, der spielt mit 5. Es liegt an sie, an die Mannschaft, wie sie organisiert sind. Aber natürlich, du hast am Anfang an weniger Lücke als gegen eine Viererkette. Das ist einfach. Und jetzt sind wir gewöhnt daran und sie werden wahrscheinlich schon so gleich spielen mit einer 5er-Kette. Aber wie Sie sagen, wir haben gegen Augsburg, das war ein wenig anders, 3-4-3, 3-5-2 oder so. Und viele andere Mannschaften haben so gegen uns gespielt. Hoffenheim spielt so manchmal, Nürnberg und letztes Spiel in Mainz. Aber Anne van Eickels, bitte. Auch eine Frage an beide. Das Hinspiel wurde gerade angesprochen, dass sich die Mannschaft da schwer getan hat. In welchen Bereichen hat sich das Team bis jetzt weiterentwickelt? Was sind so die größten Sprünge, die die Mannschaft gemacht hat seit diesem Spiel? Ja, am Anfang wir haben eine sehr gute Vorbereitung gemacht. Und nachher mit der Meisterschaft, es war sehr, sehr schwer am Anfang an. Und wir sind einen Schritt besser geworden, wir haben noch viel zu tun für mich. Aber wir machen Fortschritte. Wir wollen immer nach vorne spielen. Und wir müssen einfach die richtige Balance finden zwischen defensiv, offensiv, defensiv, offensiv. Mario, aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, das Brügge-Spiel war ja relativ zu Beginn der Saison, von daher, da muss man, glaube ich, auch einfach mal schauen, wie man steht, auch als Mannschaft steht, und deswegen, ich glaube, wir haben uns als Mannschaft sehr, sehr gut entwickelt, und das war einfach jetzt auch so progressive, einfach ein guter Weg, den wir gegangen sind, haben die Punkte geholt, haben die Spiele gewonnen, das ist dann auch das Entscheidende, ja. Sven Hausmann. 2 Fragen an Mario. Wie siehst du aktuell deine Rolle in der Mannschaft? Oft ist es ja so, dass du gut eine Stunde lang spielst und dann kommt Alcázar und macht meistens. Und genau, die zweite Frage geht in die Richtung, findest du es irgendwie despektierlich, ein bisschen gemein auch, dass viele das darauf reduzieren, dass du den Gegner erstmal kaputt läufst, wie ja viele sagen in Dortmund, und dann kommt Alcázar und macht das Tor. Wie gehst du damit um? Erstmal zur Rolle. Natürlich ist es so, dass ich in der Vergangenheit nicht so häufig natürlich vorne drin gespielt habe. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man die Rolle interpretiert, oder ob man jetzt als Stoßstürmer spielt oder nur auf die langen Bälle wartet. Da bin ich natürlich nicht der Typ für. Aber für mich ist gut, einfach meinen Teil dazu beizutragen, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir spielerisch gut dastehen, dass wir einfach auch über 90 Minuten
ein gutes Spiel machen. Und wenn es dann so ist, dass ich nach der 60 Minute müde bin und Paco kommt rein und macht das Tor, ich glaube, das ist nicht so schlecht für die Mannschaft und auch fürs Spiel nicht so schlecht. Und so jemanden auf der Bank zu haben, der dann auch die Tore macht, also gibt definitiv Schlechteres. Danke. Sebastian Wessling. Daran würde ich direkt eine Frage anschließen an Lucien Favre. Geht auch in die Richtung Paco Alcácer, der war ja, hatte Trainingsrückstand, war jetzt öfter verletzt. Wäre er inzwischen bereit für 90 Minuten oder muss man da immer noch so ein bisschen aufpassen? Und gibt es darüber hinaus andere Spieler, die irgendwie angeschlagen sind, von denen wir noch nichts wussten? Ja, wie gesagt, er war 2 Jahre, ich glaube, in Barcelona, hat nicht viel gespielt. Und das ist ganz normal, dass er seine Zeit braucht, um 90 Minuten zu spielen. Das ist ganz normal. Das dauert. Man wird sehen. Lukas Rott, Sport 1, bitte. Herr Favre, Mario Götze hat am Anfang der Saison relativ wenig gespielt. Jetzt hat er Sie überzeugt. Mit welchen Qualitäten hat er Sie überzeugt und was schätzen Sie an ihm? Er spielt Fußball. Ja, ich sage die Wahrheit. Er spielt Fußball. Er spielt richtig. Einfach so. Das ist, was kann ich anders machen? Das ist die Wahrheit. Er spielt Fußball. Das ist ein Kompliment. Ja, aber halt natürlich. Ja. Und er gibt alles. Ja. Anne van Eickels. Mario, was habt ihr euch vorgenommen für das Spiel morgen gegen Brügge? Ja gut, natürlich sehr, sehr viel. Wir spielen zu Hause, wir wussten, dass wir hatten ein sehr, sehr schwieriges Spiel dort. Ich glaube, Brügge wird alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen. Und darauf sind wir eingestellt, das wissen wir. Und es wird wieder kein leichtes Spiel werden. Harald Grundmann. Mario, nach dem letzten Spiel in Mainz, habt ihr mit den Fans vor der Kurve gefeiert. Es gab diese Schalüberreichung. War das jetzt auch so, sagen wir mal, ein Sinnbild für eine Versöhnung mit den Fans nach der vergangenen Saison? Oder wie empfindest du die ganze Stimmung rund um Borussia Dortmund? Ich meine, du kennst das Ganze hier ja sehr gut. Ich glaube, wenn man die Ergebnisse betrachtet, wenn man die Situation betrachtet, dann sind wir natürlich in einer positiven Situation und ich glaube, das hat man dann auch in Mainz gespürt und gesehen und gerade auch nach dem Spiel war eine tolle Geste, war eine tolle Aktion und es war ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit auch in Mainz wieder und von daher, ich glaube, dass die Fans und auch alle anderen drumherum das auch merken, dass wir einfach alles dafür tun, um die Spiele zu gewinnen und dass wir jetzt so dastehen, ist natürlich umso besser und umso schöner, ja. Weitere Fragen? Lukas Rott noch einmal. Jetzt nochmal die Frage an Mario. Der Saisonstart war schwierig für dich. Was ist seitdem passiert? Wie hast du das mitgemacht? Und wie würdest du die Saison bislang für dich bilanzieren vielleicht? Natürlich, ich bin ein Fußballer und will natürlich auch immer spielen. Ist natürlich klar. Ich glaube, das will jeder bei uns. Wichtig ist einfach, dass wir als Mannschaft die Spiele gewinnen, dass wir Erfolg haben, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Für mich persönlich ist immer einfach das Beste, einfach alles zu geben und auch den Trainer zu überzeugen, dass ich spielen möchte. Und deshalb ist es umso schöner, dass wir jetzt so dastehen und dass in der Bundesliga und in der Champions League einfach so gut gelaufen ist. Wir wissen, dass es noch ein weiter Weg ist, dass die Saison lang ist und wir denken eher von Spiel zu Spiel, als jetzt irgendeine Prognose abzugeben. Anne van Eickels. Eine Frage an Lucien Favre. Herr Favre, wie muss Ihre Mannschaft morgen gegen Brügge spielen, um was mitnehmen, um gewinnen zu können und die K.O.-Runde dann klar machen zu können? Ja, wie schon vorher gesagt, wir müssen eine sehr, sehr, sehr gute Leistung bringen. Wir erinnern uns an das Spiel dort. Es war sehr, sehr schwer für uns und diese Mannschaft hat dazwischen 1-1 gegen Monaco zu Hause und 4-0 in Monaco gewonnen. Das meint alles. Wir wollen eine sehr, sehr, sehr gute Leistung bringen. Dirk Krampe. Ja, auch eine Frage an Herrn Favre nochmal zum Personal. Es waren heute Morgen längst nicht alle Spieler auf dem Platz.
Gibt es irgendwie Probleme? Gibt es verletzte, kranke Spieler? Keine. Kein Spieler ist krank und verletzt, oder? Also ich habe extrem viele Spieler auf dem Platz gesehen. Es war aber auch ein Geheimtraining, also wahrscheinlich hat der Kiebitz da nicht richtig hingeschaut. Ja. Ja, gut, also es waren extrem viele Spieler auf dem Platz. Eigentlich so gut wie alle. Sven Hausmann. Nochmal eine Frage an Mario. Inwiefern war das Augsburg-Spiel für dich auch ein Knackpunkt, ein Wendepunkt in der Entwicklung in der Saison mit am Tor? Achso, Weil Marcel Schmelzer hat im Fan-Talk letztens noch unter der Woche auch die Begrüßung der Fans an dich gelobt, schon vor dem Tor. Das hat hervorgehoben, was für ein besonderer Tag das auch für dich war, aus seiner Sicht. ja, das war definitiv ein sehr, sehr emotionales Spiel, auch klar, auch wenn mein kleiner Bruder auf der Gegenseite stand. Also von daher, es war besonders, auch beim Warmmachen und auch bei der Einwechslung. Dann noch das Tor, dann, dass wir das Spiel noch gewinnen am Ende. Definitiv ein sehr, sehr emotionales und ein tolles Spiel für mich gewesen. Ja. Bitteschön. Können Sie einmal den Knopf vor sich drücken? Dann den Knopf unten. Genau. So, jetzt geht's los. Ja, deutsche Technik ist Alles gut. schwierig für Berlin. Nein, für Mario. Warum war das Spiel dort in Brügge so schwierig? Für Sie war das nur das System mit 3? Gab es auch andere Sachen da, die schwierig waren? Ja, also wie gesagt, es war ein Spiel sehr zu Beginn unserer Saison, von daher wussten wir auch noch nicht so als Mannschaft, wo wir stehen, wo die Reise hingeht. Dann haben wir auswärts gespielt gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie haben es uns sehr, sehr schwer gemacht, haben die Räume eng gemacht. Und für uns ist wichtig, dass wir auch die Spiele auswärts dann auch so mal 1-0 gewinnen. Und das ist auch für uns wichtig gewesen. Es war ein schweres Spiel, gerade weil es auswärts war und weil Brügge es sehr, sehr gut gemacht hat. Es sind eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich für das Interesse. Wir sehen uns wieder morgen Abend hier im Stadion. Bis dann. Tschüss. Merci. Au revoir. Hat doch keiner gefehlt.